Willkommen in einer Zeit, in der Königreiche von unergründlichen Geheimnissen und prachtvollen Palästen beherrscht wurden. Inmitten des majestätischen Prunks von Versailles, wo die Hallen des Adels von Flüstern und Intrigen widerhallten, verbargen sich Sitten und Bräuche, die so bizarr wie faszinierend waren. Diese Schichten von Seide und Spitze enthüllten nicht nur den Reichtum, sondern auch die schmutzigen Geheimnisse des französischen Hofes. Versailles, ein Palast der Extreme, das Herzstück des französischen Königreichs und ein Symbol für unvorstellbaren Luxus und Macht. Südwestlich von Paris gelegen, war Versailles das pulsierende Zentrum der französischen absolutistischen Monarchie im 17. und 18. Jahrhundert. Die mit Gold und Kunst geschmückten Korridore des Palastes waren Zeugen von Politik, Intrigen und einer Vielzahl bizarrer Rituale, die den Hof definieren sollten. Doch hinter der goldenen Pracht von Versailles verbargen sich Geheimnisse, die weit über Politik und opulente Bankette hinausgingen. Diese Rituale waren so außergewöhnlich, dass sie selbst die kühnsten Geister unter uns zum Staunen bringen würden. Lasst uns über etwas sprechen, das wir alle tun, aber selten diskutieren: die Notwendigkeit, auf die Toilette zu gehen. Erstaunlicherweise war diese alltägliche Notwendigkeit am französischen Königshof eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung. Die sozialen Konventionen am Hofe waren so eigenartig, dass es für die Königinnen völlig normal war, sich in Anwesenheit des gesamten Adels zu erleichtern. Unglaublich, aber wahr. Dieses merkwürdige Ritual war jedoch nur ein Teil des bizarren Alltags am Hofe. Es gab sogar eine offizielle Position, um bei diesen Aufgaben zu helfen. Der Valet de Chambre, der persönliche Kammerdiener der Königin, war verantwortlich dafür, der Monarchin bei ihren täglichen Bedürfnissen beizustehen. Seine Rolle war weit mehr als die eines einfachen Dieners. Er war der Hüter der intimsten Geheimnisse der Königin. Wie funktionierte diese ungewöhnliche Praxis? Die Königin nutzte einen speziell angefertigten Stuhl, der als Chaise percée bekannt war, ein eleganter Vorläufer unserer modernen Toiletten. Dieser kunstvoll gefertigte Stuhl war nicht nur funktional, sondern auch ein wahres Meisterwerk der Tischlerei, angepasst an die Bedürfnisse und den Status der Monarchin. Während die Königin ihre Notdurft verrichtete, war es am Hofe nicht ungewöhnlich, dass niemand mit der Wimper zuckte. Es war schlichtweg Teil des Alltags am französischen Hof. Doch das war nicht das Ende der Merkwürdigkeiten. Im 17. Jahrhundert war regelmäßiges Baden keine übliche Praxis, insbesondere nicht in Versailles. Der Adel glaubte, dass Wasser Krankheiten übertrug und vermied es daher, sich häufig zu waschen. Stattdessen war Parfüm das Mittel der Wahl, um sauber zu bleiben. Königin Maria Theresia, bekannt als die Königin der Düfte, war eine leidenschaftliche Anhängerin dieser Praxis und trug täglich literweise Parfüm auf. Versailles war jedoch nicht nur ein Palast der Hygieneexzesse, es war auch ein Ort des endlosen Vergnügens. Die prächtigen Maskenbälle und opulenten Dinnerpartys, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten, machten Versailles zu einem Zentrum des ständigen Feierns. Doch auch hier gab es eine Schattenseite. Es wurde berichtet, dass die Korridore des Palastes oft als improvisierte Toiletten genutzt wurden, da der Adel keinen Moment des Vergnügens verpassen wollte. Wenn der König es tat, taten es alle. Ludwig XIV., bekannt als der Sonnenkönig, hatte seine eigenen Rituale. Die tägliche Zeremonie des Lever du Roi war ein Symbol königlicher Macht und Bedeutung. Es war eine Ehre, dem König dabei zuzusehen, wie er seine Bedürfnisse verrichtete, ein Zeichen von Status und Vertrauen. Die Rolle des Valet de Chambre mag unangenehm erscheinen, aber sie war eine der begehrtesten Positionen am Hofe. Der Kammerdiener war nicht nur für die körperlichen Bedürfnisse des Königs verantwortlich, sondern hatte auch Zugang zu den intimsten Momenten des Monarchen. Diese Nähe bot ihm Möglichkeiten für Einfluss und Macht, die nur wenige am Hofe besaßen. Doch nicht alles in Versailles war so düster und bizarr. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts, als die Französische Revolution näher rückte, änderten sich die Hygienegewohnheiten am Hof.
Die Idee, dass Baden der Gesundheit schadete, wurde allmählich aufgegeben und private Badezimmer fanden langsam ihren Weg in die Paläste. Mit dem Sturz der Monarchie endete auch der Brauch des öffentlichen Erleichterns. Das Vermächtnis von Versailles bleibt jedoch bestehen. Die Hygienerituale des Palastes, so seltsam sie uns heute erscheinen mögen, sind ein faszinierender Teil der reichen Geschichte von Versailles. Sie erinnern uns daran, wie soziale Standards und Bräuche sich im Laufe der Zeit verändern können, geformt durch technologische Fortschritte, historische Ereignisse und kulturelle Wandlungen. Und obwohl die Idee, sich öffentlich zu erleichtern, für uns heute abstoßend erscheint, war sie für die Bewohner von Versailles einfach nur ein weiterer Tag im Palast. So das waren einige der kuriosesten und bizarrsten Gewohnheiten des Hofes von Versailles. Diese Geschichten mögen uns heute zum Lachen oder Schaudern bringen, aber sie zeigen uns auch, wie sehr wir die Annehmlichkeiten unserer modernen Welt schätzen sollten. Was hat euch in diesem Video am meisten überrascht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, euren Like dazulassen und unseren Kanal zu abonnieren.